Hallo, liebe Blutsauger, willkommen zurück bei Vampyr. Es geht weiter mit Dr. Jonathan Reid und mir in Dario Pretescos Haus. Und wir quatschen nochmal mit ihm. Er hat uns letztes Mal ja in seine Bude reingelassen und gucken mal, wie wir ihm helfen können mit seiner Bronchitis. Plus natürlich müssen wir Dorothy Crane sehen und mit dir quatschen. Oh, ein langer Zettel. Ich glaube, den lese ich nicht. Easy viel, sonst hänge ich echt zu viel Zeit damit rum. It's locked. Auch locked, oder? Ich kann ihn berauben. War gut. Und der steht dort und sagt nichts. In Skyrim werden die Michelönchen. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Dorothea. And I also run this little print shop. Ein Printshop. Do you need some help, Mr. Petrescu? I am very tired, but that is all. I don't need you, Doctor. Well, I think you do. Take this, and you'll feel better. Free drugs from an English doctor. It must be my lucky day. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Ein Engel. Keine Sorge um ihre Sicherheit? Wer ist sie wirklich? Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever, too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Ja, den haben wir ja schon kennengelernt, das letzte Mal. Erzählen Sie mir mehr? Achso, es gibt nichts mehr zu erzählen. Na gut. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Persönliche Fragen. Ihre politische Vergangenheit? I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Da war gerade ein Rechtschreibfehler, da stand, mein Land ist nicht befriedet. Nicht befreit, sollte da wahrscheinlich stehen. Wie sind Sie Schwester Dorothy begegnet? How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reid. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose.
Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reid. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Okay. Gut, jetzt hat er uns ein bisschen mehr über sich erzählt und sein Leben in London. Camilla können wir leider nicht mehr ausfragen, das war's. Gut, Medizin haben wir ihm gegeben. Dann gehen wir mal hier raus und gucken mal nach Schwester Dorothy Crane. Die Tür öffnen wir mal. Damit haben wir einen Shortcut. Können dann wieder hier rein ohne Probleme. Gucken wir uns hier im Hinterhof nochmal kurz um, ob hier nicht noch was liegt. Hier ist noch eine Tür. Perfekt. Gut. Jetzt können wir hier rein. Da klopfen wir doch mal. Wir haben noch ein paar Infos über Dorothy Crane aufgeschnappt. Ich hoffe mal, das hilft uns. Oh, weia. Was ist das für ein großes Gebäude hier? Hätte ich nicht damit gerechnet. Hier ist nichts weiter. Wer schreit da? Razvan, can you hear my voice? Da ist er, Miss Crane. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily, high fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor.
A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Er hat sich wahrscheinlich, wurde wahrscheinlich infiziert mit Blut von einem Vampir. Ich konnte den Patienten leider nicht retten. Ich habe getan, was ich konnte. Ich bin kein guter Arzt. Aber gut, hey, passiert. Reden wir jetzt mal mit ihr. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reid? Your heart might be in the right place, but you can't carry on with this blackmail. For God's sake, Dorothy, it's extortion. It's a serious crime. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Ja, jetzt müssen wir sie leider mit der unschönen Wahrheit konfrontieren. Warum Lady Ashbury? Warum Dr. Swansea nicht vertrauen? Der Zweck heiligt die Mittel. Die Erpressung muss aufhören. But why Lady Ashbury? Why her, of all people? She's pristine and proper, all right. But that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned gentleman who was given the world on a platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? In den Bann ziehen. Sie werden die Angelegenheit vergessen. Aussaugen. Beende es hier und jetzt. Ich sehe weg, aber sie kündigen. In den Bann ziehen. Sie werden die Angelegenheit vergessen. Solange ich sie nicht töte, ist alles gut. Aussaugen, das würde sie töten. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business.
I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Interview mit einem Vampir. Bannstufe. Es können neue Bürger getötet werden. Dieser Bezirk wird bald durch die Konsequenzen der Handlungen leiden. So, wegen Crane oder was? Anscheinend können wir nicht alle retten. Das ist leider wohl so. Aber hey, ich habe getan, was ich konnte. It's locked, all right. Ich hätte sie halt auch aussaugen können, aber nee. Also aussaugen werden wir in diesem Spiel nicht machen. Was ist da los? This one stinks already. Get a taste of this! Alter, das macht voll den Schaden. Rumgeflippt, die Leiche. Ja, ich habe meine Entscheidung getroffen und ich bereue sie nicht. Also, ich habe mich jetzt dafür entschieden, die zu mesmerisieren und... Brief an Schwester Dorothy. London, 31. Oktober. Meine liebe Dorothea. Wenn du diesen Brief liest, werde ich schon auf einem Schiff sein, das Anton und mich zurück nach Badasow bringt. England war nichts für uns und ich muss gestehen, dass ich kaum erwarten kann, die stolzen Hügel Transsilvaniens wiederzusehen. Sobald wir zurück sind, verspreche ich, eine Kerze für dich in der schwarzen Kirche anzuzünden und zu beten, dass du diese schreckliche Epidemie überlebst. Ich weiß, dass du diese Entscheidung ablehnst und dich lieber nützlich machst, indem du unseren verbannten Genossen im East End hilfst. Doch Anton kann nicht warten, in unser geliebtes Land heimzukehren und die lang ersehnte Revolution erblühen zu sehen. Er ist mein Gatte und ich bleibe an seiner Seite. Ich weiß, wir hatten unsere Streite und Zankereien. Ich weiß, du hättest gern mit mir zusammen die Klinik betrieben. Und da ich England verlasse, sei versichert, dass, wenn dir etwas passieren sollte, wenn du in Gefahr oder in Schwierigkeiten gerätst, werde ich jederzeit mit oder ohne Anton zurück nach London kommen. Bitte denke von mir, so wie ich von dir denke. Ich bleibe deine dich liebende Schwester Theodora. Neuer Hinweis. Können wir mit ihr nochmal reden? Wie wir sie mesmerisiert haben? Gerade geht's nicht, aber... Ich glaube, ich hätte den Brief vorher finden sollen. Verdammt. Haben die Leute jetzt alle gemördert? Ziemlich unschön. Better go home, sir. Hey. So, den haben wir gemördert. Hello, Ist er noch da? Hello, Dr. Reid. Come on in. So, das ist immer mit einer Ladezeit verbunden. Okay. Können wir mit ihm noch irgendwie quatschen? Nö. Goodbye. Ich könnte wahrscheinlich seinen Hab und Gut looten, wenn ich ihn umbringen würde, aber das will ich ja nicht.
Okay. Rein theoretisch müssten wir jetzt zurück zu, wie heißt sie jetzt? Oder schon Camilla sagen wegen, Camilla sagen wegen Castlevania, aber nein, sie heißt der Lady Ashbury. Statt der Lady Ashbury Bericht. Wie viel Geld habe ich denn? 8. Aber hier gibt es noch ein Versteck. Was ist das hier? Hello, young man. I'm Dr. Reid, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Come on in. I'm Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Okay, können wir mit ihm nochmal reden, Harry? So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Harry Peterson. Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reid. It's the living I'm afraid of. How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough, like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Gut. Viel ist das nicht. Über Barrett Lewis und deinen Vater. Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Okay, weitere Informationen haben wir leider nicht, die wir mit ihm austauschen Goodbye, können. young man. Aber gut, jetzt haben wir schon mal mit ihm geredet. Suffering in this world. It's locked. Mist. Professionelle Vampirjäger. Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Vampir ist, versuchen Sie nicht, ihn zu töten. Sie haben keine Chance. Melden Sie sich lieber bei mir und informieren Sie einen professionellen Vampirjäger. Diese Männer und Frauen sind seltsam. Es sind selten.
aber sie wissen, wie man mit diesen bösartigen Wesen umgeht. Es scheint auch so, als würden einige von ihnen unter dem Namen Wache von Priven zusammenarbeiten. Diese paramilitärische Organisation hat sich der Ausmetzung aller Vampire in London verschrieben. Sie sind ihre Freunde. Sie sind nicht allein. Es gibt Lösungen. Seien Sie schlau, verbreiten Sie die Kunde. Clarence Crossley, melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Okay. Absagebrief. Sehr geehrter Mr. Peterson, es ist leider meine Pflicht, Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass wir Ihre Bewerbung für die Stelle in der Werft ablehnen müssen. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie uns im Gespräch die Schwierigkeiten Ihrer Lage mit Ihrem kranken Sohn und Ihrer verstorbenen Gattin erläutert haben. Es ist jedoch ein ausdrücklicher Teil unserer Firmenpolitik, keine ehemaligen Verbrecher oder Häftlinge anzustellen. Ihre unseligen Verbindungen zu den berüchtigten Wetboot Boys wurden ordnungsgemäß berücksichtigt. Das sind schwere Zeiten, Sir. Und Finch und Harper berücksichtigt zuerst jeden Bewerber, der unsere flüchtigen Nachforschungen über unsere zukünftigen Mitarbeiter genügen. Sie haben mein tief empfundenes Mitgefühl. Möge Gott Ihnen und Ihre Familie gnädig sein. Hochachtungsvoll, R.D. Harper. Okay, noch etwas, was wir mit Mr. Peterson bereden können. Dem Vater von dem Jungen da unten. Okay, dann gehen wir mal wieder. Er hat Erschöpfung, okay. Da ist er doch. You again? Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now. People won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, I'd hunt the bastard down and rip off his head with my bare hands. My bare hands. Ich mag diesen britischen Dialekt. Goodbye. Wenn er auch vor allem so ein bisschen dreckig klingt. Okay, ich wollte eigentlich zu einer Unterkunft. Unterschlupf. Hier scheint auch einer zu sein. Aber wo? Hier in die Straße. Ah, hier. Ich wollte nämlich noch mal ein paar Sachen herstellen, also ein paar Medikamente für die Leute, plus dann natürlich gucken, ob ich meine Waffen verbessern kann, etc. Ihr kennt das. So. So, ich brauche Mittel gegen Erschöpfung. Wie viele denn? Erschöpfung sind 2, 3. 3-mal Erschöpfung und einmal Erkältung.
gut. Flasche billiger Gin. Kann ich verkaufen. So, kann ich noch jetzt meine Waffe hier verbessern, meine Säge? Teil eines gewöhnlichen Griffs. Nein, brauche ich noch 2. Ah. Teil eines gewöhnlichen Abzugs. Die Waffe kann ich verbessern, ein guter Revolver. Bam! Geil. Teil eines guten Abzugs. Feuerrate um 20% erhöht. 5 zusätzliche Schockpunkte, wenn Geschosse ihr Ziel erreichen. Geil. Die Waffe haben wir schon echt gut gepimpt. Die noch gar nicht. Kleiner Teil eines gewöhnlichen Griffs. Okay. Schaden ist halt richtig kacke. Ach, ich habe 2 Flocks. Abgenutzter Private Flock. Das ist genau der gleiche. Den kann man nur so aufleveln. Abgenutzter Flock. Geht hier noch was? Nee. Teil eines gewöhnlichen Griffs. Brauche ich noch 2. Mal gucken, ob ich mir die noch kaufen kann. Aber wir retten uns jetzt erstmal zur Ruhe. Obwohl, warte mal. Nee. Ich verteile erstmal die Medikamente, bevor wir uns zur Ruhe setzen, weil dann verstreicht nämlich ein Tag und dann sind die Leute wieder geheilt. Und dann bekomme ich ja dementsprechend einen höheren Gesundheitsrang in dem Bezirk. Also muss ich halt nur noch die Leute finden. Aber das sollte nicht das Problem sein. Okay, sie ist erschöpft. Good evening. Change your... Do you need any assistance, Miss Popper? It depends on the price of your medicine. Gibt's umsonst. That you would think I am that sort of man. Forgive my suspicion. I'm so used to liars with good manners. Thank you, sir. Goodbye, Miss. Take care of yourself as best you can. Okay, ihr habt mir geholfen. Er holt sich. Er ist gesund. So, er hat auch Erschöpfung. Good evening, Doctor. Do you need assistance? That would be nice of you, Doctor. Who knows what I may have caught during my investigation. Ärgert mich immer noch, dieser medizinische Eingriff, dass ich das nicht geschafft habe. Ah, Mann. Ich habe mich gefragt, was wäre passiert, hätten wir ihm das Leben gerettet und... Egal. If you persist in investigating the most pox-ridden boroughs of London, you must accept the risk. Wenn das Spiel automatisch speichert und man nicht manuell speichern kann, ist es natürlich doof, weil dann musst du natürlich mit deiner Entscheidung leben und kannst nicht sagen, oh, ich gehe einfach zurück und mach's nochmal. Nee, ist halt nicht. Okay, Camilla geht's gut. Die meisten befinden sich ja hier irgendwo in der Gegend. Ach, er ist auch erschöpft, ja. Good evening, Harry. May I come in? Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you... I'm not bothered. Do you need any medical help, young man? Yes, I do.
I feel so tired. I don't know if it's the epidemic, but everything seems so hard. You'll feel better with this. But you need to get a grip, young man. Medication alone won't cure melancholia. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. But I thank you for your concern, sir. Goodbye, young man. Take care of yourself. Okay, ihm haben wir auch geholfen. Even my dreams are soaked with glue. So, wer fehlt denn noch? Ah, er hat die Erkältung. Der war bei der Kirche. Da wird er wahrscheinlich immer noch sein. So, und wenn wir dann alle geheilt haben, gehen wir natürlich dann zurück in unsere Unterkunft und leveln erstmal. Absagebrief eines Verlages. Psychophat Publishing Ltd. Blablabla, London. Sehr geehrter Mr. Nethercott, vielen Dank für die Übersendung Ihres Gedichtsbandes. Lieder aus der besiegten Stadt, den wir interessant und tiefgründig fanden. Wie wir Ihnen schon nach Erhalt des ersten Exemplares mitteilten, haben Sie angesichts der schrecklichen Zeiten, die unser Land durchlebt, bitte Verständnis dafür, dass es momentan völlig ausgeschlossen ist, ein Buch mit diesem Titel zu veröffentlichen. Da Sie sich noch immer weigern, den Titel zu ändern und Ihr Werk vollständig oder gar nicht publizierend sehen wollen, muss ich Ihnen leider mitteilen, dass sich Psychophat Publishing für die letztere Option entschieden hat. Mit freundlichen Grüßen, A.G. Morris. Das ist ja auch noch was, womit wir mit ihm reden können. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any help? Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. You don't really make a living from your scribblings, do you, Richard? No, sir, I don't. I work so hard. I put all my time, my energy, my devotion into the precise carving of words. Sie wirkt nicht wie ein armer Poet. Ein reicher Künstler ist eine Seltenheit. Sie sollten etwas Sinnvolleres tun. Still, you don't seem to suffer from poverty. With thanks to my parents, actually. I'm afraid I would not be able to live on my own without their help. You seem embarrassed. Someday I hope to proudly offer my first publication to my parents. Until that day, I'll remain the failure of a son they have to support. I'll leave you alone, sir. Okay, ihm haben wir auch geholfen und müssen noch was über ihn erfahren. So, jetzt dürfte es eigentlich soweit sein, dass alle versorgt sind. Ja, sieht gut aus. Ich habe halt kein Mittel gegen Migräne, immer noch nicht, aber ich weiß auch nicht, wo ich die Kenntnis über ein Mittel über Migräne herbekomme. Das weiß ich leider nicht. Übermenschliche Vampirgeschwindigkeit. Bin ich hier richtig? So, geradeaus und dann links.
So, damit haben wir nämlich 1780 Erfahrungspunkte und haben keinen einzigen Bürger getötet. Ich glaube, wenn ich jetzt alle Bürger töten würde, wäre ich jetzt schon bei über 20.000 Erfahrungspunkte circa. Aber es geht auch so, wie wir sehen. Oh. Hutspeer. Das wollte ich eigentlich, aber ich kann doch das hier verbessern. Kostet mich 2000, aber so viel habe ich leider nicht. Was verändert sich denn mit der Schaden? Aber nur um 50 Punkte und dann kostet das so viel. Stufe 12 benötigt. Schattennebel. Defensiv. Gerinnung. Kosten keine. Du unterbrichst die Blutzirkulation in den Venen deines Ziels und machst es wehrlos. Taktisch. Ultimativ. Kann ich das schon? Wut. Lass mich das. 1000. Abgrund. $400 Blut. Abklingzeit 99. Wir haben alle so eine harte Abklingzeit. Ja, okay. Ich nehme es mal. Oh ja. So, und dann gönnen wir uns noch mehr Lebensenergie. Und damit ist es auch getan. Bestätigen. So, mal gucken, wie es Whitechapel jetzt geht. Ich bin gespannt. Vermisstenfälle in Whitechapel. Immer mehr mysteriöse Vermisstenfälle in den letzten Wochen. Mittlerweile ist es so schlimm, dass Zeugen Schlange stehen müssen, um bei der Polizei ihre Aussage machen zu können. Auch wenn dieses Phänomen im ganzen Land aufgetreten scheint, konzentrieren sich die Aussagen in den letzten 24 Stunden auf eine einzige Gegend im ganzen Land. Whitechapel in London. Okay, blub. Ist das das, was wir gerade hier gesehen haben? Okay. Ist immer noch bedenklich, aber die Leute, denen geht's besser. Es ist etwas angestiegen, aber noch nicht stabil. Aber das können wir noch ändern. Hier fehlen auch noch Leute. 3 Stück, die ich noch nicht kennengelernt habe. Immer noch gesund. Stufe 12. Okay, aber ich würde sagen, das war's erstmal von dieser Folge von Vampyr. Bevor wir zu Lady Ashbury, wie gesagt, zurückkehren, werden wir noch ein paar Nebenaufgaben erledigen und somit nochmal ein paar Erfahrungspunkte sammeln, plus, ja, was noch so rausspringt. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Vampyr. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.